Ihr möchtet richtig viele Tabletop-Miniaturen oder Brettspielfiguren bemalen? Oder es muss für ein Turnier noch ganz schnell eine bemalte Armee her? Oder ihr wollt einfach nur Stück für Stück euren Pile of Shame verkleinern? Dann habe ich in diesem Video jede Menge Tipps für euch, damit ihr dabei gut vorankommt und der Spaß nicht auf der Strecke bleibt. Aber erstmal moin moin und herzlich willkommen zum TWS. In den vergangenen Jahren habe ich fast nur Skirmish-Systeme gespielt, wodurch immer nur ein paar Figuren gleichzeitig auf meinen Maltisch kamen. Doch dank der neuen Starterboxen zu Star Wars Legion möchte ich das endlich ändern, denn erstens habe ich mal wieder so richtig Lust, eine große Armee in die Schlacht zu führen. Und zweitens bin ich nach den beiden genialen Endor-Staffeln völlig im Star Wars-Fieber und möchte nun natürlich der Rebellion beitreten. Ganz kurz übrigens noch ein paar Worte zu den neuen Star Wars Legion Starterboxen. Jede Box enthält rund 600 Punkte an Modellen bzw. Einheiten, was ein prima Grundstock ist, um nach den ersten Gefechten auf zum Beispiel eine 1000 Punkte Turnierarmee aufzustocken. In der Box sind neben den passenden Profilkarten und Markern übrigens auch die nötigen Messstäbe und Würfel enthalten. Man muss also nur noch die aktuellen und kostenlosen Regeln auf wahlweise Englisch oder Deutsch herunterladen, um direkt losspielen zu können. Hinzu kommt die meiner Meinung nach erstklassige Plastikspritzgussqualität von Atomic Mass Games. Denn auf den einzelnen Bauteilen sind nahezu keine Gussgrate vorhanden. Man muss nach dem Herausknipsen lediglich kurz die Stellen säubern, die zuvor mit dem Gussrahmen verbunden waren. Super komfortabel, davon kann man bei aktuellen Games Workshop Bausätzen nur träumen. Unter die Bases klebe ich übrigens Magnetscheiben der Firma Warmac, deren Produkte ich euch ja vor kurzem vorgestellt habe. Dadurch sitzen und halten die Modelle nicht nur perfekt auf meinen selbst gebastelten Bemalhalterungen, sie lassen sich später auch bestens in den Warmac-Boxen lagern und verstauen. Bevor bei einem Armeeprojekt aber der erste Pinselstrich erfolgt, solltet ihr euch ein paar Gedanken machen. Nicht nur, was das generelle Farbschema betrifft, sondern auch, welche Art von Farben und Malwerkzeuge ihr einsetzen wollt. Normale Acrylfarben oder auch semitransparente Farben wie Contrast Colors oder Speedpaints? Habt ihr zudem nur Pinsel und Spraydosen oder besitzt ihr auch eine Airbrush? Wichtig bei diesen und weiteren Überlegungen ist vor allem eins: Effektivität. Schließlich geht es nicht darum, nur ein einziges Modell zu bemalen, sondern richtig viele. Mit guter Planung spart ihr beim Bemalen also überflüssige Schlenker und damit jede Menge Zeit ein. Entsprechend ist es besonders wichtig, alle Bemalschritte vorab zu planen und auch an 1 bis 2 Testminiaturen auszuprobieren. Als Motivation zum Durchhalten eines Armeeprojektes überlege ich mir zudem immer mindestens eine Sache, die ich neu ausprobieren möchte und meine Figuren hervorheben soll. Bei meinen Star Wars Rebellen ist das ein Tarnmuster auf entweder der Jacke oder der Hose eines Modells. Passend zu dieser Tarnoptik möchte ich auch die Bases gestalten, wofür ich mir aus Effektivitätsgründen das Forest Basing Set von Gamers Grass schnappe. Daraus klebe ich schon mal einige Pilze und Äste mit auf die Bases, auf die ich ansonsten nur noch etwas Strukturpaste streiche. Fürs Bemalen möchte ich vorwiegend semitransparente Farben auf quasi einer speziellen Grundierung nutzen. Ähnlich wie bei der klassischen Slapshop-Variante, wo zunächst schwarz grundiert und dann auch mit grau und oder weiß trocken gebürstet wird, grundiere ich zunächst alle Figuren mit einem dunkelbraun. Danach sprühe ich einen hellen Sandton von den Seiten und von oben auf die Modelle. Abschließend bürste ich mit Weiß noch vorsichtig die Kanten und erhöhten Stellen trocken. Nun haben alle Modelle bereits warme Grundfarben und keinen so harten Kontrast mehr, als hätte ich zunächst mit Schwarz statt Dunkelbraun grundiert. Als erstes tupfe ich auf die Jacke oder Hose eines jeden Modells nun ein grobes Tarnmuster. Dafür nehme ich ein Ministückchen von einem groben Schwamm und eine Pinzette sowie ein dunkelgrün und dunkelbraun. Und wie ihr seht, muss das überhaupt nicht genau sein. Als nächstes schnappe ich mir einige semitransparente Grüntöne, um damit weiter die Tarnkleidung zu bemalen. Die Grüntöne sollten hierbei nicht zu dunkel sein, damit das Tarnmuster noch hindurchschimmern kann. Die restliche Kleidung meiner Rebellen bemale ich dann vorwiegend mit Braun und noch einigen Grüntönen. Hierbei gehe ich Schritt für Schritt und wie folgt vor.
Je nachdem, wie viele verschiedene Farben ich für ein bestimmtes Kleidungsstück verwenden möchte, teile ich die Figuren in mehrere Gruppen auf. Für Kleinteile wie Handschuhe, Stiefel, Gürtel und Gürteltaschen nehme ich meist nur jeweils 2 oder maximal 3 verschiedene Farben. Entsprechend bilde ich aus allen Figuren 2 oder maximal 3 zufällige Gruppen. So bekommt quasi die Hälfte meiner Rebellen dunkle Stiefel, die andere kriegt helleres Schuhwerk. Danach teile ich die Figuren zufällig in neue Gruppen auf, um das nächste Kleidungsstück zu bemalen. Und so weiter und so weiter. Einzig bestimmte Teile wie Waffen bemale ich einheitlich. Hingegen wechsle ich bei den restlichen Jacken und Hosen schon nach 2 bis 3 Figuren den Farbton. Jedoch immer nur dezent. Ich bleibe in diesem Fall also bei verschiedenen Grün- und Brauntönen. Der Trick für maximale Abwechslung ist also, immer neue Gruppen zu bilden und jede Farbe mindestens an 2 Figuren oder gar an der Hälfte aller Modelle einzusetzen. Dadurch sehen meine Rebellen am Ende wie ein wild zusammengewürfelter, aber trotzdem auch einheitlicher Trupp aus. Übrigens, durch den Einsatz der semitransparenten Farben lassen sich kleine Ungenauigkeiten mühelos kaschieren. Einfach mit einer ähnlichen Farbe auf die Stelle tupfen und fertig. Übergemalte oder gar unbemalte Stellen fallen zudem deutlich weniger auf als beim Malen mit normalen Acrylfarben und zum Beispiel weißer Grundierung. Denn überall auf diesen Minis ist ja entweder schon dunkelbraune oder sandfarbene Grundierung und damit Farbtöne, die bestens zu den weiteren semitransparenten Farben passen. Aber ein paar bunte Farbtupfer sollen natürlich auch sein. Daher bemale ich zum Beispiel einige T-Shirts mit Blautönen und manche Jacken mit Rottönen. Vor dem Bemalen der menschlichen Gesichter und Alienköpfe bürste ich nun die Modelle komplett mit einem hellen Sandton trocken. Dafür nehme ich aber nur ganz wenig Farbe und einen möglichst weichen Rundpinsel, um so alle Details und Kanten dezent zu betonen. Hierbei setzen sich zudem die Farbpartikel wie ein staubiger Filter auch auf den umliegenden Flächen ab, was alle Farben nochmals miteinander verblendet. So wirken die Figuren dann noch mehr wie aus einem Guss, selbst wenn hier und da auch mal besonders knallige Farbtöne zum Einsatz kamen. Die menschlichen Gesichter und Alienköpfe bemale ich dann aber ganz klassisch mit normalen Acrylfarben und passenden Washes. Je nach Farbton und Menge mische ich mir den Wash auch mal schnell aus einer verdünnten Contrastfarbe an. Nach dem Versiegeln mit Mattlack folgt dann nur noch die restliche Basegestaltung mit Tufts und Pflanzen aus dem Basing-Set von Gamers Grass. Danach wären meine Rebellen bzw. eure Armee dann auch schon spielbereit. Übrigens noch ein Lager- und Transporttipp. Die Firma Warmag hat sich ja auf magnetische Transport- und Lagerlösungen spezialisiert und bietet unter anderem stapelbare Boxen in 2 Höhen an. Dank der selbstklebenden Magnetscheiben unter den Bases meiner Figuren kann nun nicht mal mehr ein Todesstern die Rebellion ins Schwanken bringen. Welche Tipps habt ihr ansonsten noch, um Armeen zu bemalen und euch für Großprojekte zu motivieren? Schreibt's gerne in die Kommentare, ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann!